So, sind wir in Scotland Yard? Dann werden wir doch nochmal mit dem quatschen. So, hallo, da bin ich wieder. So, Dawson und Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Ach ja? Was für ein Fortschritt denn? Welchen Fortschritt haben wir denn? Also in dem Fall jetzt sehe ich das noch nicht. Fragen wir mal nach dem Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ring mit Gravur, scharfes Messer, Profil des Opfers, Jacke des Vaters, Harpune. Er hat schon immer mir gehört. Schade. Wenn Sie die richtige an. Wie soll man das denn immer wissen? The police seized... I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Doch sicher. Sandkastenfreunde und so. Verschenken sich doch immer Ringe, oder? So, also wem gehört denn dann der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Wird's ja jetzt nicht sein. Scheiße. Warum nehme ich's dann? So, The ring is mine. Ich verstehe immer nicht so. Wir gucken mal in den Beweise. Schwerer Goldring mit der Gravur von. So. Fragen der Ungarn an einem schönen. Bla bla. Harpune. Messer. Also ich weiß beim besten Willen nicht, wie man da auf die richtige Antwort oder Frage kommen soll. Gepflegter Garten? Nein. Aber wenigstens kann man hier so lange fragen, bis das The Richtige ring ist. is mine. So, Mama, Jacke des Vaters. no, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Was? Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. Weil er blöd I'm ist. speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ja, weil wir jetzt lau sind. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Logbücher untersuchen.
What am I doing here? I've done nothing wrong. Ja. Logbücher. Die waren in dem Haus von dem, ne? Oder? Das Schiffslogbuch. Ja, gucken wir mal da. Weiß jetzt auch nicht so genau, ob in unseren Unterlagen oder da, aber es macht da ja mehr Sinn, meine ich. Glaube ich. Hoffe ich. So, waren die in der Hütte? Ich denke, ne? Regal. Ne, da war nur diese Stoßszene. Das meinte ich auch gar nicht, die Karte. Regal, da war nur die Stoßszene. Hier, Logbücher. 1883. That's the one I need. Ja, dann This aufmachen. is the crew list of the Sea Unicorn. So, ich dachte, This is the crew list of the Sea Unicorn. er liest das vor. Kann er es vorlesen? This is the crew list Nein. of the Sea Unicorn. Ja, das ist die Crewlist. Crewlist, so. Besatzungsliste. Peter Carey, Captain Charles Allison, 1. Mart, Henry Joy, 2. Mart, James Lancaster, Steuermann, Patrick Kearns, Harpunier, Pablo Covencio, Harpunier, okay, es gibt 2 Harpunierer, ne 3, Ned Land, Harpunier, Joseph Walker Stewart, John Walks Mutier, Richard Lang, Matrose. So, der war auch Matrose. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Aber wir können auch weiterblättern. Auf jeden Fall, die beiden sind schon mal Harpunier-Leute. Log notes for June. Nothing unusual. Leichte Brise, den Tag über. Walflosse gesichtet im SO, also Südosten. Nachts 2 weitere Schiffe gesichtet, bla bla. Dann, dem Mittwoch, mittelstarker Wind aus Osten, heute keine Wale gesichtet, alles klar. Montag, 19. Juni, leicht drehender Wind den Tag über, anderes Walfangschiff, weit im Norden gesichtet, okay. Dann, Samstag, starker Wind aus Süden, werden nach Norden segeln. Vor einem Jahr gab es viele Wale dort, okay. Log notes for July. Nothing special. Ja, auch nichts Ungewöhnliches. Wir lesen es trotzdem mal vor. Hier leichter Wind aus Norden bis Nordosten. 2 Wale im Nordosten gesichtet. Ganzen Tag starker Wind, stürmischer Wind, starke Brise, bla bla. Keine Wale gesichtet. Okay. Ich hab's jetzt doch mal überflogen. Log notes for August. These pages have been torn away. Die wurden rausgerissen. Okay. Recht stürmischer Wind. Böiger Wind, Steuermann befürchtet Sturm. Und dann wurde hier was rausgerissen. Log notes for August. Ja, ist ja gut. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ja, mit dem Toten reden hatte ich ja auch schon versucht. Der sagt aber nicht mehr viel, ne? Der sagt nicht viel. So, wie finde ich die denn raus? Einstellung, CPR, verwenden für. Wie finden wir das raus? Können wir die Frau fragen? Ist die noch da? Oder müssen wir in unseren Unterlagen dann gucken? Hi, weißt du das? Peters private Unterlagen. Ah, okay, so können wir auch fragen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Ah. Thank you, madam.
Okay. Die ist also nicht mehr in der Hütte. Verstehe. Weil die ist ja weg. Ne? Ja, dann, wie finden wir es raus? Fahren wir doch mal zur Baker Street vielleicht. Oder er sagte, er kennt die Abkürzung. Die Abkürzung hat er schon mal gesehen. Vielleicht, ich habe sie mir jetzt nicht genau gemerkt, auf dem Notizblock bei Scotland Yard. Kann das sein? Habt ihr da so eine Abkürzung gesehen? Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ja, das wissen wir ja auch. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dann machen wir das mal. Ich kann gar nicht da raus. Ach so. Nein. 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 Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Hätte doch anrufen können. Ja, dann gehen wir mal, wenn der ruft, ne? Schon irgendwelche Herleitungen wieder? Fehlende Blechkiste, Einbruchversuche? Nein. Kein Gärtner? Nein. Okay. Schade. Möchte nichts verpassen. So, Scotland Yard. Hallo? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Darf ich yes, mal? and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Überwältigend, atemberaubend. Die Polizei ist mal besser als wir. Glaube ich nicht. Das glaube ich noch nicht. Wir gucken mal. Da. These are the suspect's belongings. Ah, die Liam Stiefel. Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Okay, die anderen waren 8, waren zu klein, also könnten die passen. Müssen wir dann mal ausprobieren. The stains are fresh.
They can be removed with the proper chemicals. Ah, okay. Also nach Hause. Und? Pen. Nothing unusual about it. Verstehe. Dürfen wir denn auch mit dem reden? Ist der im Verhörraum? Hi, du. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Erstmal angucken. So, Mütze, Augen, Bart. Nichts. Lülülülülü. Ah, hier hatten wir gerade was. Hallo? Alte Narbe. Ach da, jetzt sehe ich sie auch. Oha, was haben wir hier? Taschentuch mit Haubenmeise. Meise. Pflanzenreste. Hände eines Gärtners. Datum. That's all for now. Alles klar, gut. Dann mal ab in den Garten, würde ich sagen. Das müssen wir analysieren. Da müssen wir, ja, wir gehen erstmal die Abdrücke kontrollieren. Nicht, dass die am Ende zu groß sind, nur weil wir jetzt denken, das passt. So, hallo, Fußabdrücke. Und These passt boots match the perfekt. footprints exactly. Sehr schön, sehr schön. So, wir haben was Neues. Der ist also kein Gärtner. Geklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passt perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Na gut, vielleicht weiß die auch nicht alles, ne? So, das haben wir. Mussten wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Den müssen wir noch befragen. Da müssen wir nach Scotland Yard. Das haben wir. Und das können wir verwenden. Ich weiß noch nicht mehr wofür. Wo haben wir das schon mal gesehen? Haben wir das hier drin irgendwo gesehen? PC? Nee. Hier ist ja nichts mehr dran. Okay. Dann reisen wir doch zurück. Erstmal in die Baker Street. Zum Analysieren.
Ja, wir haben auf jeden Fall diesmal ein schnelleres Pferd, bin ich mir sicher. So, ab an den Schreibtisch. So, erstmal Hartleys Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Aha. Also die blaue muss vor der orangenen und nach der orangenen... First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added. Okay, wir haben die blaue. So. Dann nehmen wir... die farblose. Die grüne. Die orangene. Die weiße. Alle 7 müssen verbraucht werden, ne? I need to prepare a chemical agent. Dann nehmen wir nochmal die blaue. Und die orangene. Fertig. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Verstehe ich nicht. So, nehmen wir doch erst grün. Blau. Weiß. Und orange. Weiß. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Das oben stimmte jetzt nicht, oder was? Was hat er denn da jetzt wie wo durchgestrichen? First condition, second, third. Nein, nicht abbrechen. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning.
Done. Now I can proceed further. Heilige. Oh, ich habe jetzt echt zigtausendmal Let us see if rumprobiert. the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Und ja, ich habe zigtausendmal jetzt rumprobiert, bis wir die richtige Lösung hatten. Aber das war für mich jetzt nicht unbedingt super logisch, muss ich gestehen.